Der 18. Mai 2018. Wir sind in Völklingen auf einer Höhe, an einem Ort der Stille, einem Waldgebiet, und sind in der Nähe vom Waldfriedhof hier. Und heute werden wir mal erfahren, was passiert, wenn jemand stirbt und in die Verbrennung gebracht wird, in die Einäscherung, und werden mal offene Fragen klären, die ganz viele an den Stefan Kohl gerichtet haben von der Pietät von Rüden, und werden das Ganze auch mal zeigen, wie das funktioniert. Hallo Stefan, grüß dich. Hallo Sven. Hallo Uwe, grüß dich. Einen schönen guten Tag, hallo. Ja, es ist wunderschön hier. Es ist ein Ort der Ruhe, der Stille. Es ist richtig schön. Ist gut so, oder? Denke ich auch. Ne? Also eine traumhafte Anlage. Eine der schönsten überhaupt, die ich persönlich kenne in ganz Deutschland. Es ist ein Waldstück. Der Waldfriedhof liegt auf einer Anhöhe. Und ihr habt alles dafür getan, dass sich die Menschen wohlfühlen hier. Und wir sind wo heute ganz genau? Ja, wir sind hier am Waldfriedhof in Völklingen im Krematorium von Völklingen, einer Betriebsstätte der Vereinigten Feuerbestattung Saar. Ihr habt euch zusammengeschlossen mit der Landeshauptstadt Saarbrücken? Genau, das war gut so. Und zwar im Jahr 2014 haben wir fusioniert. Wir haben also 2 Betriebsstätten mit jeweils 2 Einäscherungsschienen, also 2 in Saarbrücken und hier auch in Völklingen 2 Einäscherungsschienen, mit jeweils auch nochmal 2 größeren Anlagen auch für schwergewichtige Menschen einzuäschern. Stefan, wir haben uns nicht leicht getan mit dem Thema. Wir haben uns überlegt, es gab viele Fragen, wir haben jetzt einige Videos gesendet. Das Ganze war viral natürlich ein Novum. Das haben auch die Kollegen in Deutschland hier bestätigt, dass Fragen mal im Video beantwortet wurden. Aber in den Kommentaren hat man gesehen, dass ganz viele Menschen viel über den Tod wissen möchten und das Format sich doch sehr gut eignet, um Dinge mal zu erklären und auch mal zu zeigen, die eventuell, sage ich mal, oft nicht erwähnt würden, zu kurz kommen. Über Tod spricht man nicht. Ist das eine Sache, die du erlebst auch? Ja, natürlich. Und weil wir auch in unseren Beratungsgesprächen auch immer sehr viel gefragt werden, wie funktioniert das im Krematorium, wie geht das da vor sich, braucht man einen Sarg und wie funktioniert die Einäscherung an sich. Dann habe ich mit Herrn Kunzler gesprochen, ob wir ein Video hier auch im Krematorium mal drehen können, damit wir auch die Bedürfnisse und die Fragen auch von unseren Zuschauern von den Videos auch mal dann als Thema aufnehmen können. Also jetzt hier im Krematorium, da findet auch die Trauerfeier statt. Ist das so oft? Unter anderem ja. Also hier im Völklingen gibt es auch einen Raum, wo wir die Trauerfeier auch stattfinden lassen können. Und im Anschluss kann auch die Einäscherung direkt stattfinden. So, das ist quasi der Weg, den die Menschen reingehen. Du selbst bist auch oft hier. Du fährst dann die Leichname im Sarg zunächst in den Kühlraum, und die verbleiben dann so lange, bis sie eingeäschert werden? Also es ist hier eine Anlieferung, dort werden die Verstorbenen von uns auch angeliefert. Sie werden dann in den Kühlraum verbracht und am nächsten Tag oder 2 Tage später wird dann die amtsärztliche Untersuchung gemacht, weil das ist immer Voraussetzung auch für die Einäscherung. Ohne die amtsärztliche Untersuchung oder eine Freigabe der Staatsanwaltschaft darf keine Einäscherung erfolgen. So, gehen wir rein. Frage an den Uwe. Das ist ein Raum, wo die Menschen Abschied nehmen können? Ja, wir haben zunächst natürlich ein sehr schönes Entree hier zunächst mal. Hier kann man zunächst mal verweilen, wenn man die Angehörigen, die Gäste, Freunde, Bekannte begrüßt. Und anschließend kann man Platz nehmen in unserem Trauerraum hier für ca. 30 bis 40 Personen ausgelegt.
Selbstverständlich finden hier auch größere Trauerfeiern statt. Und wir haben also hier manchmal Trauerfeiern mit 100 Personen. Die müssen natürlich dann draußen im Umfeld sich platzieren. Und es besteht dann außerdem die Möglichkeit natürlich auch hier bei Kaffee und Kuchen gemeinsam mit Bekannten und Freunden dann Abschied zu nehmen. Hier ist jetzt ein Fernseher, das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, wenn etwas vorbereitet ist, das auch abzuspielen? Der Fernseher ist da, um auch die Einäscherung dann sich anzuschauen, wenn der Sarg in den Einäscherungsofen eingefahren wird. Weil man kann nicht direkt am Ofen dann dabei sein, das darf man aus BG-rechtlichen Gründen nicht. Und das kann man dann halt von hier diesem Raum dann auch beiwohnen. Das heißt, ich sehe im Prinzip per Videoaufnahme die Einäscherung. Genau, also per Direktübertragung zeigen wir dann die Einfahrt des Sarges. Und das wird insbesondere in Saarbrücken, also wir arbeiten dort auch mit französischen Bestattern zusammen, wird das also sehr stark in Anspruch genommen. Und hier gelegentlich in erster Linie nehmen wir Abschied am Sarg oder dann auch direkt an der Urne. Und von hier aus geht dann natürlich, weil wir direkt am Friedhof sitzen, auch die anschließende Beisetzung im direkten Umfeld weiter dann. Ne? Es ist oft, wenn jemand stirbt, ist der Prozess des Begrabens, des Einäscherns, das geht sehr schnell dann. Also oft so schnell, dass viele es gar nicht fassen können, oder? Das muss natürlich nicht sein. Das ist natürlich ja, von vielen Bestattern gewollt. Ich denke, da ist also in den letzten Jahren auch ein Umdenken zu verspüren. Man soll sich Zeit lassen mit der Verabschiedung. Das geht? Das geht alles, ja. Selbstverständlich geht das. Ich dachte, es muss, also oft ist der Mann, die Frau gestorben und dann sind die 4, 5, 6 Tage, ist schon die Beerdigung. Das ist keine Pflicht, das muss nicht so schnell gehen. Nein, das ist auf keinen Fall eine Pflicht. Natürlich bei der Körperbestattung gibt es die Vorschrift, innerhalb von 7 Tagen dann beizusetzen. Bei der Urnenbestattung hat man halt mehr Spielraum nochmal. Eine Urne muss innerhalb von 3 Monaten beigesetzt werden. Und ich denke also, man soll sich da schon 14 Tage Zeit lassen, in Ruhe Abschied nehmen. Es geht auch darum, die Dinge vernünftig zu regeln. Oft, ich habe es also jetzt persönlich auch nochmal in der eigenen Verwandtschaft erlebt, es sind ja Dinge zu regeln dann mit dem, der übrig bleibt. Das heißt, wie verkraftet der letztendlich den Sterbefall des lieben Angehörigen? Wie geht er damit um? Wenn es sich um ältere Menschen handelt, wie wird er dann weiter versorgt auch? Ne? Übrig bleibt heißt, der Mann, die Frau, der Freund, also dass die übrig bleiben, heißt, die noch leben. Genau. Ne? Und ob es jetzt also ein junger Mensch ist, den wir hier verabschieden, was teilweise sehr dramatisch dann ist, oder ob es sehr alte Menschen sind, der Überlebende muss versorgt werden. Ob es jetzt im Altersheim ist, und da sind ja auch die Bestatter gute Ansprechpartner, die da behilflich sind auf dem weiteren Weg. Und ich kann da nur empfehlen, dies alles also mit den Bestattungshäusern, mit dem Bestatter ihres Vertrauens dann in Ruhe dann umzusetzen. Auch hat man vom Zeitablauf her bei der Feuerbestattung mehr Zeit, auch die Bestattungsmodalitäten auch zu regeln und auch die Termine zu machen, weil wir halt nicht so starre Termine haben. Wie der Herr Kunzer ja schon sagt, wir haben 3 Monate Zeit, eine Urne beizusetzen und da kann man auch noch Trauerbriefe verschicken, man kann die Traueranzeige in den verschiedenen Medien auch schalten, wenn man das möchte. Man ist halt auch nicht so an dieses Ad-hoc gebunden wie bei einer Körperbestattung von den Fristigkeiten her. Ja, das Ganze, wir hatten es schon mal gesagt, in Deutschland ist alles geregelt. Geregelt heißt, es gibt Normen, es gibt Abläufe. Wenn jemand hierher kommt, der Leichnam, es geht auch darum, die Papiere zu regeln, sage ich jetzt mal. Da gibt es ganz klare Regeln, was alles da sein muss. Es gibt, glaube ich, einen Totenschein. Ist das richtig?
Eine Todesbescheinigung. Todesbescheinigung. In der Todesbescheinigung wird ein Arzt, stellt den Tod fest. Dann steht dann zuerst mal die Stammdaten drin, wer ist das überhaupt? Und da gibt es verschiedene Teile. Das Krematorium bekommt dann auch den Teil, wo die Todesursache drin steht. Die benötigen die dann für den Amtsarzt. Und dann gibt es noch eine Bescheinigung für die Ortspolizeibehörde, wo auch dann nachher nach der amtsärztlichen Untersuchung auch die Freigabe zur Feuerbestattung dann auch fertig gemacht wird damit. Ohne diese beiden Formulare und die Sterbeurkunde, wo dann noch ausgestellt wird vom Standesamt, darf nicht eingeäschert werden. Ja, wir haben uns eben kurz unterhalten. Es ist nicht nur die fachliche Qualifikation, die hier eine Rolle spielt, sondern auch, ihr habt viele Einäscherungen, also viele Bestattungen, fast 1000, an die 1000, 800, glaube ich, richtig? Ja, das sind schon einige mehr. Also die Vereinigte Feuerbestattung hatte im letzten Jahr 8.228 Einäscherungen hier im Saarland. Nochmal die Zahl. 8.228. Das heißt, grob gesagt, 4.000 hier in Völklingen und 4.000 in Saarbrücken. Und wir machen also dann hier auch 4.000 Leichenschauen über die Rechtsmedizin. Und da müssen natürlich alle Formalien erfüllt sein. Das heißt aber auch, die Menschen müssen mit dem Tod umgehen können? Genau. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium und sehr oft lässt sich das erst nach einer längeren Zeit feststellen. Das heißt also, nach 1, 2, 3 Jahren merkt man, ob man eigentlich erst für diesen Beruf hier geeignet ist. Es geht unter die Haut, hast du mir eben gesagt. Du machst es schon lange? Ja, ich mache das natürlich schon sehr, sehr lange. Ich bin natürlich nicht, wie man so schön sagt, an der Front, aber ich begleite viele Menschen auch mit, die mich dann anrufen, enge Bekannte, Freunde. Und ich habe also auch vor einiger Zeit noch einen meiner engsten Freunde verloren. Das war auch für mich dann sehr schwer. Also es bleibt schon einiges hängen. Ja, wir gehen mal rein, haben das vorher abgesprochen. Wir schauen mal hinter die Kulissen, wie alles funktioniert. Hier ist alles natürlich versehen mit Technik. Das heißt, die Anlage ist sehr neu. Das ist auch nicht so, wenn jetzt jemand verbrannt wird, der Sarg wird eingeäschert. Das ist ein ganz hoher Prozess, ein technischer Prozess, wo ganz viele Parameter stimmen müssen. Ja, ganz genau. Das wird ja sehr oft unterschätzt nochmal. Also wir unterliegen ja hier teilweise einer ständigen Überwachung. Wir arbeiten nach der 27. Bundesemissionsschutzverordnung. Und hier müssen also viele Kriterien erfüllt sein, damit überhaupt der Prozess stattfinden kann. Er ist automatisiert, werden gewisse Parameter nicht eingehalten, öffnet sich zum Beispiel die Ofentür überhaupt nicht und wir können dann gar nicht einäschern. Also hier ist dann die Anlieferung der Verstorbenen und von hier aus geht es dann ins Krematorium. Das ist richtig. Der Dieter Schaum, ein Mitarbeiter von mir, hatten wir im letzten Video auch schon gesehen, hat jetzt eine verstorbene Dame abgeholt im Krankenhaus und sie wird halt jetzt hier ins Krematorium halt verbracht und kommt im Kühlraum und wartet dann halt auch auf die amtsärztliche Untersuchung. Auch müssen die Mitarbeiter hier nicht alles immer unbedingt selbst heben. Es gibt natürlich Hilfsmittel, damit auch die Mitarbeiter geschont sind und auch die Rücken natürlich, klar, weil es sind ja schon Gewichte, wo manchmal bei uns gehoben werden müssen. Um auch die Verwechslungsgefahr da natürlich auszuschließen, kommt jetzt an den Sarg auch eine Namensplakette dran, damit man auch genau weiß, wer ist in dem Sarg. Die entsprechenden Papiere von Totenschein wird dabei gelegt, damit auch der Amtsarzt die Untersuchung dann auch entsprechend vornehmen kann.
Ja, auch wie bei dir natürlich die Vorschriften, die Technik, alles ist hier hygienisch. Ja, natürlich. Man sieht ja auch hier, es ist alles sauber, es ist alles auf dem neuesten Stand. Es hängt Desinfektionsmittel auch für die Mitarbeiter dann am Waschbecken. Also es ist alles auch nach der DIN-Norm 15017 auch ja alles festgelegt für uns. Und das gilt natürlich auch für die Krematorium-Mitarbeiter und auch für unsere Mitarbeiter, klar. Dort hinten ist der Kühlraum. Genau, der wird jetzt im Kühlraum zunächst einmal abgestellt. Und dort findet dann nachher auch die Leichenschau durch die Rechtsmedizin statt. Und wenn wir dann halt mit den Unterlagen, die eben nochmal genannt worden sind von Herrn Kohl, alle Unterlagen zusammen haben, dann wird über die Ortspolizeibehörde bzw. das Standesamt in Saarbrücken oder in Völklingen hier die Einäscherungsgenehmigung erteilt und erst dann dürfen wir ja einäschern. Und von dort aus, vom Kühlraum, kommt dann der Sarg, hier sieht man das nochmal, in den Ofenraum. Der ist ja hier sehr hübsch gestaltet und der Sarg wird genau justiert auf dieser Einäscherungsschiene nochmal und wird dann bei den entsprechenden technischen Voraussetzungen eingeäschert. Man sieht ja jetzt hier einen Sarg, der ist jetzt für die Einäscherung vorbereitet, der wird auch gleich eingeäschert. Mir ging es auch hier in dem Video darum, dass man einfach auch mal sieht, wie funktioniert diese Einfahrt in den Ofen, weil wir öfter gefragt werden, ja Herr Kohl, brauchen wir überhaupt einen Sarg für die Einäscherung? Also grundsätzlich brauchen wir den Sarg erstmal zum Transport des Verstorbenen und auch für die Einfahrt in den Ofen und weil er den Brennwert bringt, weil der Mensch hat ja keine Brennwerte großartig und deswegen brauchen wir das auch. Man sieht auch gleich bei der Einfahrt, dass diese Einfahrtmaschine eigentlich relativ schmal ist. Also könnten wir da auch keinen Menschen ohne einen Sarg drauflegen. Also der Sarg ist erforderlich, ob es jetzt eine Körperbestattung ist oder eine Einäscherung, auf jeden Fall. Korrekt, ist richtig. Ist ja auch ein Behältnis, damit man den Verstorbenen auch ordnungsgemäß und auch pietätvoll transportieren können. Weil wir können ihn ja nicht auf eine Bahre legen und immer öffentlich dann darstellen, wenn wir irgendwo ausladen und so. Das wäre nichts, wo man zeigen könnte. Jetzt ist es so, dass zeitgleich dort 3 Leichname im Ofen sind. Ja, wenn man es jetzt also auch im Moment nicht sieht, aber es ist in der Tat so, und das ist ja ein Etagenofen, der hat also 3 Etagen. Morgens wird der erste eingefahren und nach ungefähr circa einer Stunde wird die vorhandene Asche wird gedreht über eine Drehplatte und gelangt dann in eine zweite Stufe, ja, in eine Nachverbrennungskammer. Und oben kann man dann schon wieder einen einfahren. Der jetzt in der zweiten Stufe sich befindet, der kann nach einer weiteren Stunde noch einmal gedreht werden und gelangt so dann in eine abschließende Ausbrennkammer, bevor die Asche dann unten entsprechend abgenommen werden kann. Allerdings kann dann schon wieder oben ein weiterer Sarg eingefahren werden, sodass wir insgesamt dann 3 Särge in diesem Etagenofen haben. Es gab im Jahr 2007 im Winter sehr viele Verstorbene, damit man auch sagt, da passen jetzt 3 rein, ihr habt 2 Einfahrten. Das war denn ist schon erforderlich. Wir fahren immer mit 3 Särgen pro Anlage, das ist völlig normal. Und wir haben hier 2 Einäscherungsschienen. Das heißt, jetzt zum Beispiel den Wintermonaten bzw. in den ersten Monaten des Jahres 2018 haben wir also so viele Einäscherungen gehabt wie noch nie, sodass wir dann also auch bis abends einäschern mussten. Wir haben also auch samstags eingeäschert, also jeweils immer mit 3 Särgen in diesem gesamten Ofen. Es ist aber garantiert, dass immer nur eine Person natürlich in der entsprechenden Urne drin ist. Weil das ist ja auch immer die Frage, kommen mehrere Personen in den Ofen rein? Grundsätzlich ja, aber es ist immer ein abgeschlossener Vorgang. Das sind Kammern, getrennte Kammern. Genau, es sind getrennte Kammern. Ich habe es ja eben schon mal beschrieben. Es ist halt sehr kompliziert zu beschreiben. Die Asche wird ja über eine Drehplatte nochmal in den nächsten Raum verfrachtet, bevor überhaupt oben ein anderer Sarg
geführt wird. Ja, es ist soweit. Der Sarg mit dem Leichnam wird jetzt eingeäschert. Ja, genau. Wir warten jetzt auf Signale, das heißt, die Einäschung wird vom System freigegeben und dann bewegt sich halt die Einäschungsschiene nach oben, fährt den Sarg ein, der Sarg wird abgestellt im Ofenraum und die Schiene fährt wieder zurück und dann geht dann auch wieder die Tür zu. Und diesen Prozess werden wir jetzt dann verfolgen können. Ja? Das war's, quasi. Im ersten Step ja. Jetzt ist der Sarg ja in dem Ofen drin, in der ersten Brennkammer. Und jetzt durchläuft er dann halt diese 3 Stufen. Ich hatte nur deswegen gefragt, es geht sehr schnell. Das heißt, der Moment ist schnell vorbei, fährt ein und brennt. Ja, das ist auch für die Angehörigen hoch emotional, wenn die dabei sind. Ja, nee, das war klar, aber das ist praktisch, das Leben hat ja schon geändert, aber der Körper ist binnen Sekunden im Sarg, im Ofen. Ja, es wird im Grunde symbolisiert auch der Prozess wie bei einer Körperbestattung, wenn der Sarg abgelassen wird. Das sind ja auch nur wenige Sekunden, wo es dann endgültig wird. Und hier ist das eigentlich ähnlich. Also innerhalb von 3-4 Sekunden, man hat das ja gemerkt, ist dann dieser Prozess beendet. Es war noch, weil das ganze Leben vielleicht 60, 80, 20, 10 Jahre dauerte. Und es dauert wenige Sekunden und der Sarg ist im Ofen. Ja, wenn man das auch dann so als Bestatter immer mitbekommt, wenn man dann hier auch dabei steht, da sieht man auch, wie schnell das Leben ist endlich und wie schnell dann auch so das Ende auch vollzogen wird. Aber was ist denn für dich eine Sache, die dir näher geht? Sind das die Verstorbenen, die du vielleicht siehst, oder sind das die Angehörigen? Grundsätzlich beide. Bei einem Menschen von 90, 95 Jahren, da weiß man, es ist irgendwann soweit und die Familie ist auch gefasster. Natürlich ist es ein Schmerz, ganz klar. Wenn jemand Junges dann noch stirbt, dann denkt man auch immer, ja, was hat er noch im Leben gehabt, was hätte er noch erleben können? Und die Angehörigen sind dann natürlich noch viel mehr auch eingebunden. Also man hat da immer, es ist alles individuell. Man kann jetzt nicht einfach so sagen, es ist alles gleich. Das ist halt bei uns im Beruf, da muss immer ganz genau auf diese Bedürfnisse und auf diese Emotionen auch eingehen können. Ja, als wir eben ankamen, ich meine, da war es auch so praktisch hinter den Kulissen, da, ich sag mal, seid ihr auch ganz normale Menschen. Also ihr habt auch Freundeskreis, ihr lacht, ihr seid auch mal fröhlich, aber das ist schon mit 4000 Bestattungen. Ich habe da ganz großen Respekt vor dem, was du machst. Also wir legen ganz großen Wert darauf. Also das möchte ich mal wirklich ganz klar und deutlich sagen. Also auch in den letzten Monaten, wo wir unheimlich viele Einäschungen hier machen mussten. Wir haben hier insgesamt jetzt, also in Saarbrücken und Völk zusammen im Monat März rund 1000 Einäschungen realisiert und nach wie vor geht es für uns alle, für meine Mitarbeiter und mich, immer um den Menschen auch. Und wir gehen also auch mit dem Sarg pietätvoll um. Das ist für uns also ganz enorm wichtig. Ja?
Man sieht, es ist ein technischer Prozess, aber trotzdem letztendlich bis zur Einfahrt bleibt es der verstorbene Mensch. Und für die sind wir da. Und zwar pietätvoll. Wir können dann nach der Einäschung uns auch intensiver nochmal den Angehörigen, zusammen auch mit den Bestattungsinstituten, anbieten. Denen gehört jetzt dann unsere Zuneigung. Was auch, glaube ich, extrem wichtig ist ja das Abschiednehmen. Insofern kann man sich vorstellen, wenn Menschen nicht Abschied nehmen können, weil eventuell der Verstorbene nicht auffindbar ist, wie schlimm das sein muss. Man kann nicht Abschied nehmen. Das ist, glaube ich, aber ich denke, hier kann man sehen, dass der Mensch von uns geht, der Körper. Der Mensch geht von uns, der Mensch geht von uns, der Mensch geht von uns, aber die Seele, die Erinnerungen, die guten Erinnerungen an die schönen Zeiten, die bleiben immer. Es gibt einen sehr schönen Spruch auf vielen Gräbern auf unseren Friedhöfen: Die Liebe hört nimmer auf. Und das habe ich heute Morgen auch nochmal in einem kleinen Trauergespräch nochmal genauso einer älteren Dame erzählt. Und genau das ist es, hat sie gesagt. Das holt uns niemand weg, das gemeinsame Leben mit viel Liebe. Ja, und der Prozess wird dann übertragen in den Trauerraum. Ja, in den Trauerraum, in unsere kleine Trauerhalle. Das haben wir eben mal vorgestellt. Das heißt hier, das ist ja diese Kamera. Wir können also exakt eine Aufnahme nur vom Sarg, der ist natürlich entsprechend dann durch die Bestattungsinstitute nochmal geschmückt mit einer Sargauflage und mit Kerzen. Und so, dass man also auch direkt im Grunde letztendlich die Einfahrt auch nochmal miterleben kann. Das heißt, es ist nicht so, wie jetzt hier in dem Fall bei einer Feier ist ja auch und die Kerze und die Auflage, die verbrennt er mit. Ist das so? Genau, das kann natürlich auch nicht alle machen. Ne? Also nicht alle Menschen können damit umgehen, nicht alle Menschen können sich halt jetzt die Einfahrt ansehen. Und das muss man selbst für sich dann letztendlich entscheiden. Deshalb haben wir ja auch gesagt, wir nehmen das mit einer Kamera auf und übertragen das in den Trauerraum, um halt eine gewisse Entfernung zu diesem rein technischen Prozess auch jetzt nochmal zu haben. Abstand. Den Abstand halt, ne? Den Abstand. Ja, was auch viele gefragt haben, das war anschließend jetzt wird ja der Körper verbrannt und das Ganze ist hochtechnisch, was danach passiert. Das heißt also, die Anlage hat eine Betriebstemperatur von 1000 Grad. Sie wird automatisch computerüberwacht. Darf da keine Fehler dürfen da passieren. Und wenn wir da vielleicht mal kurz schauen können, ist das möglich? Ja, selbstverständlich. Ne? Ich denke, dass dieser Prozess auch sehr wichtig ist, weil es ist nun mal eine sehr hochtechnische Anlage und wir müssen hier die Kriterien der 27 Bundesemissionsschutzverordnung erfüllen. Und das schauen wir uns jetzt noch mal an, was eigentlich hinter der ganz normalen Einfahrt steckt, ist jetzt also dann zu sehen, eine hochtechnische Anlage hier, der eigentliche Ofenraum dann auch mal mit Wärmetauscherturm. Das heißt, wir müssen auch die hohen Temperaturen, Sie sprachen ja eben von bis zu 1000 Grad oder um 1000 Grad, die Temperaturen müssen wir runterbringen und wir gehen dann in die erste Rauchgasreinigung. Nach dem Wärmetauscherturm, da wird ein Sorbelit beigefügt, um also Dioxine, Furan und Schwermetalle zu binden. Und schließlich letztendlich werden die Reststoffe dann nochmal in einem zusätzlichen Gewebefilter gereinigt, bevor dann halt jetzt die Abluft endgültig dann bei ca. 60, 70 Grad in den Schornstein geht. Da ist noch eine zweite Kamera, das heißt auch die Verbrennung wird überwacht von euch auch? Ganz genau. Wir müssen grundsätzlich natürlich den Verbrennungsprozess in der Hauptbrennkammer immer überwachen. Wir müssen ja wissen, wie weit ist die Verbrennung fortgeschritten, damit man überhaupt den Ofen dann von der ersten Stufe in die zweite Stufe dann halt drehen kann. Das wird also hier auch
mit 2 Kameras entsprechend überwacht, sodass also nicht die Mitarbeiter ständig hier am Ofen direkt das prüfen müssen. Und wenn jetzt der Vorgang der Einäscherung beendet ist, der dauert insgesamt wie lange? 1, 2 Stunden? Insgesamt der gesamte Verbrennungsprozess circa 3 Stunden. Das kommt natürlich immer auf Körpergewicht, Größe an oder auch auf die Konsistenz. Das heißt, handelt es sich hier um Krebsleichen zum Beispiel, ja, die aufgrund der ganzen Medikamente auch längeren Prozess für sich in Anspruch nehmen. Und wenn der Vorgang entsprechend abgeschlossen ist, wo ist dann anschließend die Asche? Da gehen wir jetzt auch hin. Sie merken es wird schon wärmer hier in diesen Räumlichkeiten, in diesen technischen Räumlichkeiten. Wir müssen also jetzt hier dann die Treppe runter. Ich sprach ja eben von einem 3-Etagen-Ofen. Man sieht also jetzt, wir gehen allein jetzt schon wieder noch mal 3 Meter nach unten. Ich gehe mal vor, oder geht am besten mal vor, genau. Also hier oben sieht man ja jetzt die Hauptverbrennungskammer, die wie ein Trichter ausgebildet ist. Und die Reste der ersten Verbrennung sammeln sich hier auf dieser Drehplatte. Und ich habe ja eben noch mal dargestellt, wir überwachen das ja mit einer Kamera. Wenn der Verbrennungsprozess so weit fortgeschritten ist, dann wird diese Drehplatte hier gedreht und gelangt dann also in eine Nachbrennkammer, die Mineralisierungskammer auch genannt. Und auch hier ungefähr nach einer weiteren Stunde wird, wir merken also jetzt, diese Drehplatte noch mal gedreht und gelangt so in die dritte Kammer in eine Auskühlungsphase dann auch nochmal. Ne? Insgesamt nach 3 Stunden kann also dann die Asche entnommen werden. Das sehen wir jetzt auch. Der Mitarbeiter ist schon da, wird aus dem zweiten Ofen jetzt auch die Asche entnehmen und dann sehen wir auch, wie die Asche dann auch letztendlich in die Urne reinkommt. Jetzt sieht man in dieser Box, das ist das, was von dem Menschen dann halt noch übrig bleibt. Und jetzt werden auch Metallteile noch rausgefiltert davon, damit die auch nicht in die Aschekapsel dann mit einfließen werden. Mit einem Absauggerät, damit auch die Staubpartikel auch nicht an den Mitarbeiter auch gelangen und auch für die Atemwege. Und hier werden jetzt auch, wenn Hüftgelenke und so weiter drin sind, die werden auch alle raussortiert. Und das, was jetzt halt raussortiert wurde, das sind meistens die Nägel aus den Sargbespannungen, weil die werden ja mit Tackernadeln festgemacht. Und das sind halt die großen Knochen, die halt übrig bleiben vom Menschen. Und die sind jetzt alles sehr porös und die werden dann nachher in einer Mühle dann gemahlen, damit die auch in die Aschekapsel auch alles reinpasst. Also das heißt, die Annahme, dass die meiste Asche in der Urne vom Sarg kommt, das scheint offenbar nicht so zu sein. Nein, man sieht das ja jetzt hier auch nochmal. Das Holz verbrennt ja sehr früh, ne? Also innerhalb einer Viertelstunde ist also der Sarg, letztlich das Holz vom Sarg, dann verbrannt. Und der eigentliche Leichnam, der braucht ja etwas länger. Ich habe ja eben von einer Stunde gesprochen, bevor er dann über die Drehplatten letztendlich in die Auskühlzone gelangt. Sie haben das jetzt hier gesehen, damit überhaupt der Rest jetzt in eine Urne reinpasst, muss er auch noch mal gemahlt werden.
Und dazu haben wir natürlich die Metallteile entnommen, damit also natürlich nicht diese vollelektronische Aschemühle dann beschädigt wird. Dieser Mahlvorgang, der dauert jetzt eigentlich nur wenige Sekunden und das Produkt werden wir uns dann nachher auch nochmal anschauen. Ne? Jetzt im Nachgang wird dann auch die Aschekapsel versiegelt vom Krematorium. Das bedeutet, die Aschekapsel ist komplett geschlossen. Wir werden auch trotz vielfachem Wunsch von Angehörigen keinerlei Asche aus einer versiegelten Urne entnehmen. Auch wird das Krematorium uns keine Aschekapsel geöffnet zur Verfügung stellen. Das ist ganz wichtig, weil es sollen ja alle Bestandteile auch in der Urne bleiben. Wir haben andere Möglichkeiten, den Personen noch ein Andenken zu überreichen. Man könnte Fingerabdrücke nehmen, das sind auch ganz persönliche Sachen. Da kann man Schmuckstücke draus machen, aber die Asche an sich, die gehört beigesetzt. Ja, ich habe mir am Anfang schon gesagt, also es ist schon so, dass viele Teile vom Menschen noch übrig bleiben. Knochen, die nicht eingeäschert werden können und die werden dann gemahlen hier in der Mühle. Ja, man hat ja eben das große Volumen schon gesehen eines Menschen und man könnte natürlich theoretisch in einer viel größeren Urne alles gemeinsam beisetzen. Ich denke, das ist aber nicht sinnvoll, insbesondere was auch Metalle angeht. Wir haben jetzt im Moment hier gesehen, eigentlich einen äußerst seltenen Fall, dass zum Beispiel kein Hüftgelenk mit dabei ist. Sehr oft haben wir 2 Hüftgelenke oder auch größer verschrauben. Und die passen schlicht und einfach auch gar nicht dann in die Urne. Ne? Also jetzt sieht man noch einmal die gemahlene Asche. Das heißt also jetzt, diese Urne ist ungefähr zu 2 Dritteln gefüllt. Ne? Das war der Körper. Das war jetzt das, was von den Menschen übrig geblieben ist. So, und jetzt der Vorgang, dass jetzt hier überhaupt keine Verwechslung geschehen kann. Das ist dann festgehalten. Ja, wir haben also hier nochmal die Asche des Verstorbenen mit dem Schamottstein nochmal. Der wird nochmal verglichen mit dem entsprechenden Deckel. Und diese Daten müssen identisch sein mit dem Schamottstein. Das heißt insbesondere auch die Nummer. So kann letztendlich keine Verwechslung So, der vorkommen. Schamottstein, der verbrennt nicht. Der verbrennt nicht, ganz genau. Ne? Jetzt kommt die Versiegelung. Jetzt kommt die Versiegelung. So, der wird dann innen ausgedrückt. Okay. Das heißt, wenn man jetzt nochmal öffnen möchte, muss man im Grunde die Urne auch zerstören. Ja? Es ist also auch gesetzlich verboten, jetzt Asche zu entnehmen. Warum ist der Wunsch so groß, die Asche zu entnehmen? Ja, die Leute wollen noch ein letztes Stück oder ein Stück von dem Menschen noch bei sich haben oder zur Erinnerung haben. Aber ich sage dann auch immer, wir können ja auch bei einer Körperbestattung auch niemanden einen Finger abschneiden oder ähnliches. Wenn jemand eine Haarlocke haben möchte, das können wir natürlich machen vorher. Oder einen Fingerabdruck, das ist halt auch was ganz Persönliches und Individuelles. Aber halt Asche in Amulett machen, geht einfach hier nicht. Und das machen wir dann auch nicht. Dann natürlich auch ein Karton. Und da sind dann die Urne drin. Genau, diese Urnen werden jetzt abgeholt von den Bestattungsinstituten oder sie werden entsprechend allerdings dann in einer anderen Verpackung versendet. Achso, das geht auch, Ganz, der ganz Versand. Deutschland oder im Saarland, ja. Hier ist der Verbrennungsvorgang auch beendet und jetzt holt er diese Fragmente aus dem Ofen raus. Damit die jetzt abkühlen, werden die an die Seite gestellt.
Das sind jetzt so die Metallteile wie ein Hüftgelenk und vom Rücken wahrscheinlich ja, eine Stabilisation. Die werden halt auch raussortiert. So, ich denke, wir sollten mal wieder hochgehen. Ja, wir sehen uns dann gleich mal oben. Und ich möchte die Abmoderation dann doch lieber direkt am Eingang machen. Ganz am Ende stehen wir wieder vor der Feuerbestattung hier in Völklingen. Und ja, wir haben uns das mal angeschaut. Und ich habe mir eben auch kurz gesagt, dass wenn man das erste Mal hier ist, es gibt hier die Möglichkeit, das Ganze zu besichtigen. Man kann sich hier anmelden, es gibt Führungen, da wird das Ganze mal gezeigt, um der Sache mal näher zu kommen. Du hast mir das eben erzählt, die Ehrfurcht am Anfang ist sehr, sehr groß. Und dann merkt man auf einmal, es ist nicht der dunkle Ort, wo irgendwas passiert, sondern ein heller, freundlicher Ort. Und dann, ich sag mal, ist es zunächst mal einfacher. Genauso, wenn man den ersten Schritt gemacht hat, also hier sieht man das ja, über die Schwelle zu treten. Und dann ist die erste Angst, in Anführungszeichen, ist dann schon mal genommen. Und man sieht das den Leuten danach auch an. Und wir bieten ja hier auch eine Tasse Kaffee an oder was zu trinken. Und dann gehen wir wirklich auch in Kühlbereiche. Wir schauen uns also im Grunde alle Bereiche an, den Verbrennungsraum, wenn es möglich ist, sogar eine Einfahrt, aber auch dann den Prozess der Sortierung nochmal. Das war eben mit den Metallteilen zum Beispiel, wo wir das ist die Sortierung. Ja, also das ist ganz wichtig. Also dann, um den Menschen dann auch mal zu zeigen, um was es eigentlich ansonsten auch noch geht. Wir haben gerade eben jetzt noch mal größere Hüftgelenke oder Verschraubungen dann gesehen, die man gar nicht malen kann mit einer Aschemühle, die auch gar nicht reinpassen in die Urnen. Und vor allen Dingen hier im Saarland sind ja alle technisch begabt. Die stellen natürlich auch Fragen zum Ablauf. Was ist das überhaupt, ein Etagenofen? Wie ist der aufgebaut? Wie funktioniert die Technik? Ja, und was ist jetzt eigentlich mit diesen Hüftgelenken? Was passiert also mit diesen Metallen? Das sind ja auch zum Teil Edelmetalle. Oder es gibt natürlich auch noch Rückstände von Zahnplomben, natürlich auch von Schmuckringen. Und an dem Punkt sagen wir natürlich auch immer, zunächst sollte also auch dieser Schmuck immer entfernt sein. Und das ist dann aber auch eine Phase, wo man etwas lockerer mit den Menschen letztendlich umgehen kann. Wo man natürlich dann ganz einfach mal fragen kann, sehen Sie jetzt den Goldklumpen oder sowas? Ne? Und dann fangen alle so sieht man nicht. Allmählich, nein, man sieht ihn nicht, das ist so alles grau. Und dann löst sich also auch die Stimmung und alle finden das eigentlich, also in allen Führungen, die ich bisher gemacht habe, alle finden das eigentlich gut, auch dass die Edelmetalle aussortiert werden. Wir geben die ja dann in eine Goldschmiede, in eine Verwertungsanstalt und die Erlöse daraus, die setzen wir also auch nochmal in den Friedhöfen ein oder wir spenden natürlich auch an gemeinnützige Organisationen, also insbesondere Hospizanstalten zum Beispiel oder auch Kinderkrebskliniken. Um es nochmal zu erwähnen, es ist eine GmbH hier, die gehört aber der Stadt Völklingen und der Stadt Saarbrücken. Es ist quasi in Hand, oder die Eigentümer sind die Städte? Ganz genau. Wir sind eine private GmbH natürlich, aber wir sind nach wie vor fest in kommunaler Hand. Und ich denke, das ist auch gut so. Ich denke auch, ja, dass das so ist. Ja, wir haben heute viel gelernt, Stefan. Also ich habe auch viel gelernt, aber ich denke, die Serie bekommt langsam Hand und Fuß. Also es ist so, dass wir, denke ich, auch mit den Videos viele Fragen beantworten können, wo wir, ich sag mal, vorher uns gar nicht vorstellen können, wie ist denn das jetzt? Also man denkt da so, also es gibt den Ofen, da werden aber jetzt, wenn man das sieht, klar, wenn da natürlich 1000 Körper verbrannt werden müssen in einem Monat, wenn wirklich mal viele Sterbefälle da sind, das kann man nicht machen mit einer Schaufel und dann drückt man die da rein. Nee, das muss alles funktionieren. Da muss also bei solchen Zahlen ohnehin alles Hand in Hand gehen, absolut. Also auch zwischen Bestatter und unserem Personal hier. Weil die Einäscherungsprozesse, ich habe es ja mehrfach gesagt, die werden automatisch gesteuert. Wir müssen gewisse Voraussetzungen erfüllen. Und wir haben unseren Rhythmus, unseren Einäscherungsplan für den Tag erstellt. Und dort gibt es auch nicht viel Spielraum. Ja?
auch das Miteinander hier mit den Mitarbeitern am Standort Völklingen, wo wir jetzt seit Jahren schon einäschern, ist super. Auch wenn eine Einäscherung mal ein bisschen schneller gehen muss, weil die Personen eventuell in Urlaub fahren oder dass die Familie nur noch ganz kurz hier ist, weil die von weiter weg kommen. Man kann immer über alles reden, aber natürlich müssen wir immer alle gesetzlichen Regelungen einhalten. Es müssen alle Papiere vorliegen, sonst funktioniert das einfach nicht. Und ich hoffe auch, dass wir mit dem heutigen Video auch wieder ein bisschen mehr aufklären konnten, auch ein paar Fragen nochmal klären konnten und einfach auch mal wieder ein bisschen Licht ins Dunkel des Bestatters reinbringen können, damit auch unser Beruf und auch wie wird bei Pietät von Rüden gearbeitet, wie sind die Vorgehensweisen auch nochmal noch klarer geworden. Auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Herrn Kunstler, dass er uns das auch ermöglicht hat hier. Man muss dazu sagen auch nochmal, es gibt ja nicht nur die Pietät von Rüden, es gibt ja ganz viele Bestatter. Es geht hier nicht nur um dich, es geht darum, einfach mal den Beruf des Bestatters, des Sterbens auch mal näher zu bringen. Und es sind hier natürlich auch ganz viele andere Bestatter, die hier bestatten. Natürlich, klar. Wir haben keine 4000 Bestattungen hier in Völklingen im Krematorium. Da sind auch noch viele, viele Kollegen auch dabei, natürlich. Nee, nicht, dass das so rüberkommt, als wäre das jetzt die Werbesendung für die Pietät von Rüden, sondern es geht darum, es kommen Fragen. Die Fragen, die müssen beantwortet werden und es ist letztendlich, ich sag mal, wo sich jemand jetzt hinwendet, an welchen Bestatter, ist davon ganz unabhängig. Aber als wir uns getroffen hatten, war es halt so, dass wir uns überlegt haben, wie können wir das Thema so in Würde zeigen, dass die Menschen wirklich Kenntnis davon erlangen, was passiert. Das war so, weil das Thema Sterben, bei der Geburt witzigerweise, da wird alles gezeigt, alles. Beim Thema Sterben, da war es auch vorher so, da habe ich auch gesagt, kann man das machen? Man kann es machen, ich denke schon. Ich glaube es auch. Also ich denke mit dem nötigen Respekt und man hat ja auch gesehen, also wir haben jetzt keine Spezialreinigung heute gemacht, das sieht immer bei uns so aus. Das ist auch oft der Eindruck nach vielen, vielen Führungen, die ich persönlich also auch mit betreut hatte, dass wir eigentlich immer sehr, sehr positive Kritik hatten. Also jeder hat sich das wahrscheinlich völlig anders vorgestellt. Alle sagen, da ist es ja so sauber auch, pietätvoll. Man geht also auch mit dem Verstorbenen immer noch so als ja. Noch eine Frage, du bist ja schon lange dabei, wie war das früher? War das auch so? Mit einer CNC-gesteuerten Maschine, die... Das ist eigentlich schon sehr lange so. Es gab ja schon sehr lange immer die VDI-Richtlinie und seit 1997 gibt es dann auch die 27. Bundesemissionsschutzverordnung, nach der wir arbeiten müssen. Die VDI-Richtlinie ist jüngst noch mal novelliert worden. Es gibt hier auch, was die Bestatter angeht, enge Kriterien, die zu beachten sind. Auch bei den Sargmaterialien zum Beispiel. Es sind also Kunststoffe generell zu vermeiden. Ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass wir den Input letztendlich dann auf den Input Acht geben, dass also nicht zu viele Kunststoffe enthalten sind. Ne? Dass wir also mit vielen Baumwoll- oder Leinen zum Beispiel arbeiten. Das wäre wünschenswert, dass die Särge dann natürlich auch gewissen Vorschriften entsprechen und also nicht mit Nitroverdünnungen zum Beispiel bearbeitet sind oder Nitrolacken. Das ist eigentlich schlicht und einfach verboten. Und entsprechend weniger Probleme haben wir dann letztendlich mit den Emissionswerten nachher. Ja, vielen Dank, Uwe. Und wenn jemand eine Führung haben möchte, ihr steht im Telefonbuch, nehme ich an, oder bei Google. Ja, wir stehen fast überall. Also wir machen ja jeden letzten Freitag im Monat, außer im Monat Dezember, machen wir Führungen um 15 Uhr. Jeden letzten Freitag 15 Uhr kann ich unangemeldet vorbeikommen? Ganz genau. Sie können ganz unangemeldet vorbeikommen. Natürlich, wenn es größere Gruppen sind, wäre es natürlich schon sinnvoll, dass wir das wissen, auch für einen Kaffee vielleicht anzubieten. Ja. Aber es geht auch darum, dass man natürlich mit 20 Personen zum Beispiel und einer Person, die dann Führung macht, schlechter eine Führung machen. Wenn wir das vorher wissen, machen wir... Am besten kurz vorher anrufen. Kurz anrufen, wir machen dann 2 Führungen hintereinander. Es geht alles, kein Problem. Wir machen natürlich auch Sonderführungen, das passiert öfters. Und ein Anruf genügt und wir machen einen Termin, ganz einfach. Super. Ja, vielen Dank. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Und das Thema Feuerbestattung in Völklingen, ich bin nach wie vor noch beeindruckt, aber ich denke, es hilft uns allen, dass wir wissen, was passiert nach dem Tod. Vielen Dank fürs Einschalten.